Ja, hallo und herzlich willkommen hier von der ProLight & Sound in Frankfurt, mal wieder am MA-Stand, mal wieder ein Jahr später, doch langsam rückt der Release-Termin der Show-Ready-Version der MA3 immer näher. Also sind wir auf der Zielgeraden und sprechen heute mal wieder mit Daniel über die Entwicklung des letzten Jahres. Genau, also wir haben generell darauf geachtet, dass wir so ein bisschen den Workflow einfach verbessern, also das Programmieren für den User letztendlich einfacher gestalten. Das heißt, es ist immer so eine Mixtur aus, sage ich mal, altbekannten Grandma 2 Sachen, die man gut kennt, plus so ein paar Verbesserungen, Neuerungen, gerade im Bereich des Workflows, im Bereich neuer Features, die wir in der Grandma 3 sehen. Das heißt zum Beispiel in diesem Phaser-Bereich haben wir jetzt im Endeffekt so ein grafisches User-Interface geschaffen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, in diesem grafischen User-Interface einfach relative Punkte zu setzen. Und diese relativen Punkte kann ich dann mit diversen Tools bearbeiten. Das heißt, ich kann mir hier wirklich sehr schön einige Kurven reinmalen. Ich kann diverse Tools benutzen, um mir meinen Phaser sage ich mal, grafisch so einzustellen, wie ich ihn gerne hätte. Ich kann eine Phase vergeben. Ich sage mal, ich möchte die Geschwindigkeit ein bisschen runtersetzen und habe dann einen Effekt, den ich entweder als Preset direkt in einem Queue abspeichern kann, der nachher auch live editierbar ist. Solche Sachen sind im Prinzip viel einfacher und schneller geworden. Wenn wir uns diesen Bereich Phaser noch ein bisschen weiter anschauen, ist es so, dass wir jetzt diesen Form-Editor haben und nicht nur für Positionen benutzen können, sondern der auch im Bereich Farben sehr, sehr wertvoll sein kann. Wenn ich mir beispielsweise so eine LED-Wand angucke und ich möchte dann einfach einen Farbeffekt erstellen, dann habe ich im ersten Schritt mein Rot, im zweiten Schritt habe ich vielleicht mein Gelb und in dem Moment kann ich schon diesen Form-Editor wieder benutzen, um da diverse Phasen drüber zu legen, damit das ganze Ding anders aussieht. Ich kann das mit Align-Funktionen kombinieren. Wir haben neue Align-Transitions, die es uns möglich machen, da auch ein komplett anderes Aussehen zu generieren. Okay. Ja, da haben wir doch einige neue Tools gewonnen, die dann so ein Effekt, der auf der 2 ja durchaus sehr komplex umzusetzen wäre. Wahrscheinlich würden wir dafür Bitmapping bei der 2 hernehmen. Genau so. Jetzt können wir das so, ohne dass wir irgendwelche Videofiles vorher verarbeiten müssen. Das ist super. Was hat es mit dem Chase-Generator auf sich? Ja. Wir haben natürlich jetzt, wo wir einerseits den Phaser-Editor oder den Form-Editor für Phaser haben, haben wir auf der anderen Seite dann natürlich die Möglichkeit, noch einfache Chaser zu erstellen. Das heißt, wir haben hier im Prinzip einen Chase-Creator, wo wir sagen können, wir haben letztendlich unsere Spots, die wir ansteuern möchten und letztendlich auswählen möchten, möchten wir einen Chaser aufgrund von Attributen erstellen oder möchten wir letztendlich Presets benutzen. Das heißt, ich möchte hier beispielsweise 2 Farbpresets einfach nehmen. Ich habe meine Preset-Referenzen hier, habe quasi mein Farbpreset 2 und mein Farbpreset 4 beispielsweise und erstelle mir dann letztendlich relativ einfach meinen Chaser. Habe dann diverse Tools in diesem Chaser Creator, die es mir möglich machen, diesen Chaser dann dementsprechend zu bearbeiten, in der Geschwindigkeit hochzusetzen. Ich habe meine Anwahl-Tools, die ich weiterhin habe. Ich habe meine Wings zum Beispiel, die ich nutzen kann, um dann einfach diesen Chaser in einer ganz anderen Reihenfolge zu erstellen. Also wie gesagt, auch wieder so viel Verbesserung im Bereich Workflow. Das heißt, Leute, die jetzt so die alte Effects-Engine nicht unbedingt missen können, kommen hier dann eigentlich bestens auf ihre Kosten, weil sie auch wieder weiter mit Wings und Blocks und Groups arbeiten können und dennoch die Flexibilität der Dreier haben und die Möglichkeit, das dann auch intuitiv zu steuern. Ja, was haben wir denn sonst noch? Ich habe gesehen, du hast gerade mit 3 Fingern einfach so das Display hochgeschoben. Was ist das für eine Funktion? Es gibt halt generell Möglichkeiten, sich diese Displays komplett anders zu konfigurieren in der Dreier-Software. Wir haben dafür einen Dialog, nennt sich Configure Display und wir können im Prinzip hier unsere Breite und Höhe des Screens darstellen. Was der Vorteil ist, wenn ich Views erstellen möchte, die eigentlich größer sind als mein Bildschirm. Das heißt, ich mache hier meinen Bildschirm letztendlich größer und kann dann dadurch, dass wir überall Multitouch-Screens haben, können wir halt diese Gestenkontrolle machen. Und deswegen kann ich hier mit 3 Fingern runterscrollen und habe hier noch mehr Platz in dem einen Bildschirm, wo der Bildschirm im Prinzip in der Konsole schon aufhören würde. Schöne Sache. Okay, der Release-Termin, können wir noch sagen. Wann denkt ihr, ist die ganze Software so ready, dass wir 1.0 sehen? Genau, also wir erwarten eine Grandma 3 Software 1.0 für den Sommer dieses Jahres. Das heißt, ab dem Zeitpunkt wird auch der On-PC als Software zur Verfügung stehen. Und die Version empfehlen wir dann oder können wir dann eigentlich empfehlen, auch wirklich in Live-Shows zu benutzen. Perfekt, vielen Dank für das Interview und noch viel Spaß auf der ProLight & Sound. Danke, gleichfalls.